for English, satellite push, satellite bat. Hallo zu einer neuen Folge Reptil TV. Mein Intro-Tierchen, der Bobby, ein 4 Jahre alter Schimpanse. Ein super hübscher, lieber Kerl. Gell, Bobby? Guck mal da, magst du nicht? Der mag gern Marmelade, das ist Mango-Marmelade. Fein. Wir sind zurück von unserem Mamba-Trip. Ich habe dem Bobby hier wieder Marmelade heute mitgebracht. Also der Mamba-Trip war super, der Fluss war gigantisch, hat voll Spaß gemacht. Zum Abschied, ich wollte eigentlich hierher kommen, solange es noch hell ist, damit man noch hier ein wenig schön mit dem Bobby filmen kann. Aber jetzt müssen wir es hier halt in dem Kunstlicht machen. Kriegt er wieder ein bisschen Marmelade von mir hier. Also er ist hier definitiv mein absoluter Oberliebling in diesem Urlaub. Ne? Der arme Kerl, tut mir als immer ein bisschen leid, wenn er hier alleine sitzt, gell? Magst du noch mal trinken? Nee, oder hast du genug? Nicht, dass du Bauchweh kriegst von der Marmelade, gell? Hä? Magst du noch? Hm? Der Gag ist, der Bobby trinkt nicht aus der Wasserschale, gell? Der Bobby will sein Wasser aus der Tüte oder aus der Flasche. Oh, ist der Arm nass? Okay. Il n'aime pas de l'eau ici. Heute mein letzter Tag hier in Togo. Ich fliege jetzt zurück nach Ghana, also nicht jetzt, aber in ein paar Stunden. Die letzten Tage, die seht ihr in einem Extra oder in extra Teilen. Ne? Da waren wir auf Schlangenjagd. Die waren wirklich, was das betrifft, toll und spannend. Ja, jetzt heute zurück. Das meiste von der Reise hat sich um die gerenschten Königspythons gedreht. Früher war es so, da haben die Afrikaner, also das Ranching, kennt ihr ja, wie das funktioniert, ne? Diese Farmzuchten. Früher haben die Afrikaner diese Ranching-Tiere fast nicht losbekommen oder die letzten Jahre. Es gab zu viele und zu wenig Abnehmer, es wurde zu viel privat gezüchtet. Jetzt dieses Jahr ist das wieder ganz anders. Zum Teil durch Corona ist die Nachfrage gestiegen, also international, USA, Asien, Europa nicht so arg, aber vor allem Asien und USA ist die Nachfrage enorm gestiegen. Hier gibt es weniger Tiere, es gibt weniger Fänger, die Weibchen fangen, die dann Eier legen. Sie müssen immer weiter gehen, ne? Also die Besiedlung hier in Afrika nimmt halt auch immer zu, immer mehr von dem Buschland wird gerodet, es werden Häuser gebaut, dadurch gibt es da auch keine Königspythons natürlich mehr. Also viel hat sich hier jetzt drum gedreht die letzten Tage, wo kriege ich Farmzuchten her. Ne? Ich habe einen Kunde in den USA, der will einen ganzen Haufen davon. Mit dem habe ich eigentlich einen Vertrag, dem muss ich einen Haufen Tiere schicken und kann bei weitem nicht das zusammenkriegen, was ich dem versprochen habe. Ne? Meine Partner hier haben auch viel weniger Tiere, wie sie mir ursprünglich angeboten oder versprochen hatten. Und darum hat sich jetzt, oder viel dieser Reise hat sich jetzt drum gedreht, wo kriege ich normale Königspython-Babys her. Ich hatte es schon angesprochen, das ist eigentlich für alle Züchter auch eine gute Nachricht, ne, wenn man überlegt. Also so ein Farmzucht-Königspython hat früher hier in Afrika in der Regel so um die $5 gekostet. Es gab Jahre, da gab es viel zu viel, da sind sie bis zu $1 verkauft worden. Also Königspython Farmzucht für $1 ist hier verklopft oder ist mir angeboten worden. Da war dann auch keine CITES dabei und nichts. Also die CITES muss ein Exporteur beantragen. Also dieser $1, da kommen noch CITES-Gebühren und so weiter dazu. Das war so in den totalen Überangebotsjahren.
Und jetzt dieses Jahr sind die Preise hoch bis über $20, ne? Zum Teil bis $25 für ein Farmzucht-Baby, müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist, wie gesagt, ich denke, es ist eigentlich gut für die Terroristik. Jeder, der Königspythons züchtet und wenn er weiß, okay, ein Baby kostet in Ghana $25 oder $20, der kann dann auch seine Nachzucht, seine deutsche oder europäische Nachzucht auch für wieder viel besser verkaufen, wie es eine Zeit lang war. Also das finde ich die gute Nachricht für alle, die Königspythons züchten. So, viel Blabla wieder. Jetzt habe ich noch einen Termin mit dem Boniface aus Benin. Der Boniface, der bringt mir immer irgendwelche schöne Fat-Tail-Geckos, die afrikanischen Dickschwanz-Geckos. Da hat er immer besondere Farben. Mit dem bin ich jetzt noch verabredet und das zeige ich euch dann jetzt. Meistens treffen wir uns irgendwo bei irgendwelchen Exporteuren, bei irgendwelchen Reptilienleuten. Weil hier im Hotel haben sie es natürlich nicht so gern, wenn wir hier mit Reptilien ankommen. Aber ging jetzt heute Vormittag nicht anders, deswegen kam er zu mir ins Hotel. Müssen wir mal gucken, wo er ist. Ich drehe mal die Kamera um. Seht ihr hier mal die Hotellobby von innen. Ja, da hinten sitzt er. Boniface. Also hier der Boniface von Benin. Ça va? How are you? Ça va bien. Okay. Also jetzt müssen wir uns eine ruhige Ecke suchen. Am besten draußen am Pool. Das Gute ist, er bringt Geckos mit Schlangen. Also das gleiche hat man auch schon oft von Königspythons. Und Schlangen im Hotel, da habe ich schon oft ganz schön Ärger gekriegt. Jetzt mit den Geckos, das geht. Hier gibt es ein paar schöne Tische. Setzen wir uns an so einen Tisch dahin. Genau, wie ihr seht. Ein bisschen Schatten, perfekte Gecko-Anschautisch. Okay, let me see what you have. Oh. You bring only gecko, huh? No, Or I think first monitor. yeah. Okay. But snake don't bring, huh? No, I don't think so. Okay, good. Yeah, here in You the like snake? okay, no problem. Here in the hotel is a problem with the snake. Okay. Das Problem an den Nilwaranen, also zwei Probleme. Die CITES zu bekommen ist ganz schön schwierig. Das Bundesamt stellt auch für Farmzuchten nur noch ungern CITES aus. An gleicher Stelle hier habe ich vor 3 Jahren den leucistischen oder die leucistischen Nilwarane gekauft. Vielleicht erinnert ihr euch an die Folge, das war genau hier an diesem oder in diesem Garten habe ich die angeschaut. Diese leucistischen, die waren es wirklich wert, die Papiere zu machen. Jetzt der hier, der ist wirklich hübsch, aber ich zeige euch mal etwas näher. Die sind hübsch, aber ehrlich gesagt nichts, was es rechtfertigt, hier ein Mords-Action mit den CITES zu haben, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob es überhaupt ausgestellt wird. Bei dem leucistischen, da war es mir alles wert. Jetzt muss ich sagen, die überzeugen mich nicht so ganz. Okay. Wir müssen hier natürlich auch schauen, wenn uns hier einer von den Waranen abhaut. Are you close? Dann haben wir hier ein Problem. Der wäre hier weg im Garten. Ne? Let me check this one. Okay, jede Menge
afrikanischer Dickschwanzgeckos in allen Größen. Normalerweise ist es so, er schickt mir ein Foto und oft muss ich mich anhand von dem Foto entscheiden, weil ich natürlich nicht die ganze Zeit da bin und er nicht warten kann, bis ich hier komme. Aber jetzt kann ich die mal in live anschauen, was natürlich immer besser ist. Ich zeige es euch mal. So sieht es aus hier drin. Das wird wirklich das hier so patternless. Hübsche kleine. Ich bin ja auch nicht so der Dickschwanzgecko Insider. Deswegen muss ich oft fragen. Der Steve Sykes hilft mir oft, dem schicke ich da manchmal Fotos und frage, du, was ist das, was ist das? Ist das interessant? Ich stelle die Kamera mal wieder hin und dann muss ich mit dem Boniface verhandeln, was wir damit machen. Also die hauen mich alle nicht völlig um. Einen davon habe ich schon länger gekauft, den mit den hellen, also einer von den größeren, den habe ich schon vor 3 Monaten gekauft von ihm, den hat er die ganze Zeit aufbewahrt für mich. Und die anderen sind meiner Meinung nach, also der eine Patternless, der ist ein bisschen was wert, aber das Patternless ist auch nicht mehr ganz so, dass sich die Welt danach verreißt, aber es gibt einfach schon zu viele, ne, dass das jetzt, deswegen will ich, dass er mir einfach einen Preis für alle macht und dann sind wir hoffentlich beide zufrieden. I think here look like ghost, but this not ghost. Huh? The color, too much black. Ja, also die Warane werde ich leider ablehnen. Der Boniface hat das Tier jetzt schon gekauft. Am Anfang haben wir mal von um die $2000 gesprochen. Ich habe gesagt, ich muss es sehen. Das Tier ist keine 2000 wert, auch keine 1000 meiner Meinung nach. Also für mich jetzt mit Fracht, mit allem drum und dran. Der Boniface ist natürlich zu Tode enttäuscht, weil er das Tier auch schon bezahlt hat, dem Farmer. Aber ich hatte ihm damals auch ausdrücklich gesagt, ich komme, ich will das Tier im Original sehen, wie es aussieht. Und sieht halt definitiv, es ist ein schönes Tier, aber bei weitem nicht so schön wie auf dem Foto. Deswegen kann ich das nicht nehmen und wie schon gesagt, deswegen die CITES, bis ich die CITES bekomme, ist zu lang und dann müsste ich das Tier extra schicken. Ne? Jetzt könnte ich es mit den Geckos schicken, aber bis ich die CITES habe, geht zu lange. Jetzt ist der Boniface hier zu Tode betrübt, weil ich sage, nee, ich kann den nicht kaufen. Ja, jetzt ist es aber so. Ja. Also die Lösung, die wir jetzt überlegt haben, wenn irgendein anderer in Deutschland oder Europa Nilwarane importiert und zum Beispiel 50 Stück oder was auf der CITES hat, dass wir den fragen, ob er den mit in die 50 dazu tun kann, ne? Also dass der dann 49 plus der eine sind 50 oder was immer der schickt, dass wir die Lösung vielleicht, ne? Dass wir so eine Möglichkeit finden, dass der geschickt werden kann. Okay, we see, yes. So we go to the room. Was mir gerade noch einfällt, wenn ich mich hier und auch der Boniface mit Maske und wenn ihr hier im Hotel gesehen habt, also hier ist die Maskenpflicht noch strenger als bei uns. Ne? Überall muss man Maske aufhaben, ne? In ganz Westafrika. Ne? Das wollte ich eigentlich den ganzen Film schon mal erwähnen. Man wird vielleicht denken, ach was, die Afrikaner, die ziehen eh keine Maske auf. Also das Ganze ist hier noch strikter.
und noch viel disziplinierter als bei uns. Wirklich interessant. Ja, jetzt gehen wir aufs Zimmer. Ich gebe dem Boniface sein Geld. Dann habe ich noch ein paar Sachen für ihn mitgebracht. Ich bringe, was weiß ich, meistens, das habt ihr schon in Elternfolgen gesehen, irgendwelche Klamotten mit, die ich nicht mehr anziehe oder irgendwelche kleine Geschenke halt. Ja, erhalten die Freundschaft. Ich bin hier jetzt am Flughafen Lomé und das Unwort des Jahres, beziehungsweise hier das Zauberwort ist Test Covid. Test Covid. Ich habe mindestens schon 10-mal meinen Test Covid gezeigt. Naja, ist ja schön, wenn sie es ernst nehmen. Aber ich glaube, also ohne Passport wäre kein Problem, ohne Test Covid geht gar nichts. Mein letzter Ghana-Tag. Heute Nacht geht der Flug zurück. Jetzt ist hier der Sammy noch gekommen mit seinem Sohn. Der ist jetzt 16, der muss es wahrscheinlich auch langsam lernen, wie das Business läuft. Und Sammy hat noch ein paar Tiere mitgebracht, wo er denkt, ob vielleicht ein paar hübsche Specials dabei sind. Dann an meinem letzten Tag doch nochmal, vielleicht kommt noch irgendein schöner Königspython raus. So let me see. You bring in the bag? Yeah. Let me see. Das Ganze spielt sich diesmal im Hotelzimmer ab. Wie gesagt, bei den Schlangen, da sind sie ein wenig empfindlich. Maybe you open it, Sam. Guck mal, früher waren das noch die, hat man die uralten Schlangensäcke. Jetzt kommen die Königspython hier in den schicken Teenager-Rucksäcken. Ui, big one. Okay, oh, was für ein Riesenvieh. Okay. Eigentlich wissen sie alle, dass ich keine Adulten kaufe. Ja, the big one, I cannot take. You should give it back to the bush. Okay. I think. I just want to show you. Aha. Yeah, it's nice. I'm not sure the color is maybe like kind of like fire, maybe fire or something, but it's not. Yeah, it's nice. I wonder, the baby normally should look, half the baby maybe should look same, but you say baby look normal. Normal. Okay. This. Also 12 Eier, alle normal. Okay. Nix. Yeah, maybe this could be baby from that one or not? No. No? But this looks a little bit like this color. Ja, also alles, das ist so ein klassischer Genetic Tiger hier, wie immer früher schon relativ viele, also die kommen alle hier aus Ghana. Ja, die anderen ist jetzt nichts, was die Königspython-Welt revolutionieren wird, welche neuen Morphen kreieren wird. Das wird jetzt keine lange Geschichte. This is a nice one. What is that? But before we had plenty of those. Yeah. Remember in Oh, the time yeah. with Sakao, there was so yeah, many like yeah. this. I think they all come from certain area. Certainly, yeah. Ja, also jetzt habt ihr es gesehen. At the society. Ich denke, da werde ich ein paar Euro mehr zahlen wie für die normalen, aber allzu viel Geld wird es für den Sammy leider nicht geben. Ja, guten Morgen, liebe Reptil-TVer. Ich bin zurück in Europa. Jetzt gerade der Flug Ghana nach Brüssel. Brüssel habe ich Zwischenstopp. 7 Tage später, bis jetzt 5 Covid-Tests später. Also Test Covid und Covid-Test, das sind wirklich die Schlagwörter in Afrika. Also muss man sagen, die nehmen es absolut ernst. Ich würde bald mal sagen, noch ernster wie hier in Europa, was man vielleicht gar nicht so vermutet hätte. Ja, die Reise war wichtig für mich. Also trotz dem ganzen Corona-Hickhack musste ich das einfach machen. Das war wichtig
in Afrika wieder vor Ort zu sein, die Leute zu sehen. Jetzt geht es noch eine Stunde zurück nach Frankfurt und dann ist dieser Afrika-Trip für dieses Jahr auch vorbei. Ich wollte es euch ein bisschen zeigen, euch ein bisschen mitnehmen. Ich hoffe, es gefällt euch. Also bleibt mir treu, checkt my balls und checkt regelmäßig euer negativen Covid-Test. Die Reptil-TV-Filme sollen euch unterhalten, aber sie sollen euch auch in der Terroristik helfen, sollen eure Fragen beantworten. Ich möchte von meinen über 30 Jahren Erfahrung etwas zurückgeben an euch oder etwas an euch weitergeben. Im Gegenzug freue ich mich, wenn ihr euch revanchiert sozusagen. Ihr wisst, in YouTube, Abo ist die Macht des YouTubes, also lasst mir bitte ein Abo da. Wenn ihr Terroristikprodukte beziehen wollt, ich habe einen Online-Shop, davon lebe ich, also dürft ihr sie gerne bei mir kaufen. Unten haben wir euch noch ein zufälliges Video oder das letzte Video, da könnt ihr gerne reinschauen, wenn ihr mehr sehen wollt, und bleibt mir treu.